Zu den wichtigsten Persönlichkeiten der Ufologie gehört zweifelsohne auch Dr. Jacques Vallée, der uns durch seine Arbeit und Gedanken eine ganz andere Perspektive auf das Phänomen ermöglicht hat. Sein besonderes Interesse für die Betroffenen von Nahbegegnungen, deren Leben sich nach den Ereignissen oftmals großen Herausforderungen gegenübersahen, gaben der Ufologie eine Art soziales Antlitz. In diesem Video möchte ich daher den Werdegang und die Ideen von Dr. Jacques Vallée behandeln. Vallée wurde am 24. September 1939 in Pontoise, Frankreich geboren. Nach einem Studium der Mathematik und Astrophysik arbeitete er als Astronom am Pariser Observatorium. Nach einigen Jahren zog es ihn dann aber in die USA, wo er an der Universität von Texas wirkte und an deren Observatorium für die NASA den Mars kartografierte. Nachdem Vallée 1967 an der Northwestern University von Illinois in Informatik promovierte, beschäftigte er sich mit der Entwicklung von Computernetzen, insbesondere hinsichtlich des von der US Air Force in Auftrag gegebenen ARPANET, einem Vorläufer des heutigen Internets. Sein Interesse für das Phänomen erwachte bereits in seiner Jugend, als er 1955 in seiner Heimat ein unidentifiziertes Flugobjekt sichtete. 1961 wurde er nach eigenen Angaben am Pariser Observatorium Zeuge, wie Bänder vernichtet wurden, auf denen die Flugbahn rätselhafter Objekte aufgezeichnet waren. Vallée arbeitete lange Zeit mit Dr. J. Allen Hynek zusammen, dem Urvater der modernen Ufologie. Gemeinsam mit ihm hielt er 1978 eine Rede zum Thema vor der UNO-Vollversammlung, um die Führer der Welt über die Realität des Phänomens zu informieren. Ihr Ziel war es, eine zentrale Behörde der Vereinten Nationen für UFOs einzurichten. Wie vielleicht bereits einige wissen, war Dr. Hynek Berater für Steven Spielbergs Film Unheimliche Begegnung der dritten Art und war sogar selbst kurz in diesem zu sehen. Auch Vallée gehört gewissermaßen zu dem Film, da er das Vorbild für die Figur des französischen Forschers Claude Lacombe ist. Die Arbeit von Vallée nimmt einen besonderen Platz ein, da sie versucht, das Phänomen anders einzuordnen, als dies zuvor von den meisten Wissenschaftlern getan wurde. Ich denke also, da wir nun wissen, wie er zu der Ufologie gekommen ist, dass wir uns zuerst einmal mit seinen Ideen selbst beschäftigen. Vallée neigt in seiner Erklärung des Phänomens zunächst zu der weit verbreiteten extraterrestrischen Hypothese, also dass es sich bei UFOs um die Raumschiffe von Besuchern aus dem Weltall handelt. Gegen Ende der 60er Jahre bekam er jedoch Zweifel daran, da viele Aspekte des UFO-Phänomens damit nicht erklärt werden könnten. Er arbeitet fortan mit Hypothesen, die es in den größeren Bereich der paranormalen Phänomene einordnen. You've been looking at this phenomenon for a long time. You've worked closely with Dr. Allen Hynek and other UFO researchers. You've written many authoritative books, and yet your perspective on the UFO issue seems rather unique in the sense that you don't seem to be jumping on the extraterrestrial visitors bandwagon. That's what was the main point of disagreement with Steven Spielberg. When I met Steven Spielberg, he was about halfway through filming Close Encounters, and we had a long discussion about what UFOs could be. And of course, for him, the main point of the movie was entertainment, and it was appropriate for the UFOs to be extraterrestrial visitors. I think that from my own point of view, I'm going to be very disappointed if UFOs turn out to be nothing more than visitors from another planet, because I think they could be something much more interesting. Something from another dimension of space or time? I think what the UFO phenomenon is teaching us is that we don't understand time and space. Mm-hmm. Here are objects, and I think we have to call them objects, that are physical, that interact with the environment, that cause effects on the witnesses, on the psychology and the physiology of the witnesses, and leave traces on the ground, and yet are appear to be capable of manipulating time and space in ways that go beyond what our physics understands today. Vallée hat seine Sicht auf das Phänomen über die Jahre angepasst und abgeändert. Aber die wohl revolutionärste Theorie legt er in seinem Buch Passport to Magonia von 1969 und seinen nachfolgenden Werken dar.
Er begann, die Gemeinsamkeiten zwischen UFOs, Kulten, religiösen Bewegungen, Dämonen, Engeln, Geistern, kryptischen Sichtungen und Psi-Phänomenen zu untersuchen und kam dabei zu eindrucksvollen Ergebnissen. Viele Berichte über Begegnungen mit den Insassen von UFOs wirken nicht wie die Dokumentation eines Treffens mit einer fortschrittlichen Zivilisation. Vielmehr ähneln sie sehr stark den altertümlichen, antiken und mythologischen Erzählungen von Elfen, Feen, Zwergen und Ähnlichem. Auch hier kam es zu Phänomenen wie Entführungen und absurd wirkenden Begegnungen, bei denen die Betroffenen ähnliche Erfahrungen machten wie bei den Nahbegegnungen der dritten Art der Neuzeit. Dazu zählen Symptome wie der Verlust des Zeitgefühls, Gedächtnisverlust und Verwirrtheit. My interest, as you know, has been to look at ancient sightings, old sightings before World War II, for example, when there is really no confusion with modern technology. And if people described, say, in 1925 or in 1825 a disc flying through the air, then it can only have been very, very few phenomena could have produced it. Nach Vallees Ansicht war das Phänomen während der gesamten Menschheitsgeschichte aktiv und scheint sich in wechselnden Formen je nach Zeit und Kultur zu zeigen. Seiner Meinung nach betreibt die Intelligenz hinter dem Phänomen eine Art soziale Manipulation. Er vermutet, dass es sich hierbei um ein Kontrollsystem handeln könnte. Das Phänomen beeinflusst unsere Glaubenssysteme und Vorstellungskraft, indem es sich als eine technologisch oder spirituell überlegene Zivilisation zeigt. UFOs formen dabei unser Bild einer potenziellen Zukunft. Dafür gibt sich die Intelligenz als interplanetare Reisende aus. In your books, particularly your most recent book, Messengers of Deception, which is many years old, you suggest that UFOs are deliberately trying to manipulate our subconscious mind to create a mythology in our culture about themselves, which is one of the reasons that they're both physical and concrete, yet very elusive at the same time. Do you still feel that way? I think to answer that, I'm not trying to evade your question, but to answer that, you have to step back, a little bit farther. What we know today about the UFO phenomenon is considerably more than we knew 20 years ago or 10 years ago. And we have to understand it at three different levels. And the first level is the physical level. And all we can say about UFOs at the physical level is that it's a lot of energy in a small space. In the space of this, if we could take the energy of a nuclear reactor and contain it within this studio, for example, you'd have something that would approximate what a UFO does. It's a lot of energy in a small space emitted through light energy and through pulsed microwave energy. The second level is what happens to witnesses, what would happen to you and me if we were close to that source of energy. And again, now we're beginning to understand the physiological and the psychological correlations of a close encounter. Yes. And those have to do with a loss of the sense of space, loss of orientation. I've had witnesses tell me we were driving north when everybody knows they were driving south. They were disoriented at the time. Loss of a sense of time, people thinking that only 10 minutes went by and 3 hours went by. Very often effects on the skin, sunburns, I think that was shown in Close Encounters. Yes. Effects on the eyes, going from conjunctivitis to blindness, to temporary blindness in some cases. And sometimes you've mentioned people have actually been healed of diseases. There have been cases where after a UFO close encounter, it seems that the healing process had been sped up. Now there are known techniques now using electromagnetic radiation that will heal the fractures, for example, or will heal superficial wounds on the skin, but nothing that would heal as fast as the reported effects. Yeah. So we're beginning to understand at least the descriptions, the symptoms of the exposure to whatever UFO is. And then there is a third level, which is where the level I was addressing in Messengers of Deception, which is a social level. The impact on our culture. Yes, and the impact on our belief systems. And at that level, and that's something that's very difficult to
convey to the believers in UFOs, the believers in little green men from space, that at that level it really doesn't matter whether UFOs are real or not. If enough people believe that something is real, then it is real in its effects. In terms of its social reality. In terms of the social reality, in terms of what people act according to their beliefs. Yeah. And that opens a question of, really at two levels, could the UFO phenomenon be manipulating us? Could it be a teaching system of some sort? In Wirklichkeit sieht Vallée in den Besuchern vielmehr ein interdimensionales Phänomen, welches sich über eine uns unbekannte Technologie in unserer Realität materialisiert und in einer engen Beziehung zu der Erde steht. Die interdimensionale Hypothese wurde hiermit geboren. Die beiden Haupthypothesen müssen sich allerdings nicht zwangsläufig gegenseitig ausschließen. Die Interdimensionalität kann auch lediglich als eine Art Ergänzung gesehen werden. Ich möchte an diesem Punkt anmerken, dass die Hypothese sehr komplex ist und auch möglicherweise erst bei der Betrachtung von Vallées kompletter Arbeit Sinn macht. Ich empfehle daher bei weiterem Interesse seine in Deutschland veröffentlichte Buchreihe Konfrontation, Dimension und Enthüllung. Dies war ein kurzer Überblick zu Vallées Arbeit und eine Einführung in die interdimensionale Hypothese. Zugegebenermaßen klingt vieles davon auf den ersten Blick vielleicht etwas fremdartig, aber ich kann nur dazu anregen, Vallées Denkweise ernsthaft zu betrachten. Nicht umsonst gilt er heute als einer der seriösesten Experten auf dem Gebiet. Das Phänomen muss in einem breiteren Rahmen betrachtet werden, in dem auch wir uns mitunter von unserem gefestigten Weltbild lösen müssen. Es ist für uns daher wichtig, unsere eigenen Überzeugungen immer wieder zu prüfen. Auch Vallée arbeitet bis heute an Erklärungen für das Phänomen und hinterfragt seine Hypothesen. Er sieht in seinen Überlegungen keinesfalls feste Theorien, es sind vielmehr Erklärungsansätze und Gedankengänge, die helfen können, einen umfassenderen Blick auf UFOs zu bekommen. In aller Bescheidenheit nennt Vallée sich gerne den einzigen Ufologen, der nicht weiß, was UFOs wirklich sind. Er grenzt sich damit bewusst von einer gewissen Populärufologie ab, in der aufregende Theorien verbreitet werden, die aber keinerlei wissenschaftliche Substanz aufzuweisen haben. Die interdimensionale Hypothese wurde von ihm nicht als eine Art neues Dogma der Ufologie konzipiert. Er selbst hat sich auch mit ganz anderen Erklärungsmustern auseinandergesetzt, wie etwa den Ideen von Carl Jung, dass einige UFOs Projektionen unseres Bewusstseins sind. Ich denke, Jacques Vallée ist eine immens wichtige Person für die Ufologie, da seine Gedanken uns einen Einblick auf ein alternatives Verständnis des Phänomens gegeben haben. Die damit verbundenen Implikationen für Gesellschaft und Glaube zeigen die soziale Reichweite des Phänomens. Seine Arbeit geht über Objekte, die am Himmel gesehen werden, hinaus und er erkennt größere Zusammenhänge und Bedeutungen, die für unser Verständnis der Welt erheblich sind. Ich hoffe also, dass wir auch in Zukunft noch die Ideen und Gedanken von Dr. Jacques Vallée hören können.